mal was. Was soll ich denn jetzt sagen? Wie wär's mit Danke, ihr seid die Besten? Ich liebe diesen Laden. Das alte No Limits wieder zu öffnen, ist genau das, was du jetzt brauchst, um den Liebeskummer wegzudrängen. Deshalb, ich will ja auch. Okay, du kannst dich später bedanken. Ich muss zur Arbeit. Also der Pächter hat jetzt hier vielleicht ein bisschen umgebaut, aber da kommen doch alte Erinnerungen wieder hoch, oder? Das kannst du wohl sagen. Weißt du noch, als ich diesen Trick mit dem Tequila drauf hatte? Behauptet hast, du kannst ihn durch die Nase ziehen? Ja, was heißt denn hier behauptet? Ich hab's auch geschafft. Keiner wollte es mir vorher glauben. Mit dem Trick habe ich früher Hunderte von Euros gemacht. Olli, das hier ist ein Ort mit Geschichte. Ja. Geschichte von Olli und Christian. Als wir noch zusammen waren und ich dachte, das bleibt für immer. Wir haben gehofft, du würdest dich freuen. Als der Pächter abgesprungen ist, habe ich gedacht, das ist deine Chance. Ja, wir haben an einen Neuanfang gedacht. Die Hausverwaltung ist auch einverstanden. Die warten nur noch auf deine Zusage. Ja, aber ich habe doch überhaupt keine Kohle. Habt ihr eine Ahnung, was es kostet, so eine Bar auf die Beine zu stellen? Außerdem habe ich keine Konzession mehr. Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, klar, Mann, wir helfen dir. Super, am besten, indem er hier irgendwelche illegale Hehlerware einliefert, ja? Das habt ihr ja dafür gesorgt, dass ich überhaupt meinen alten Job verloren habe. Es tut mir leid, ich weiß, ihr habt's lieb gemeint, aber ich kann mich hier nicht wieder hinter die Theke stellen. Ich würde sagen, du hast es verkackt. Von wegen. Wenn du mich nicht zu solchen illegalen Deals überredet hättest, würden wir jetzt gar nicht in dieser Situation sein. Du hast deine Konzession verloren? Alles, was ich hatte. Und ich bin schuld. Wenn du es genau wissen willst, ich werde das No Limits auch vermissen. Und weißt du auch warum? Weil ich hier mein Glück gefunden habe. Und zwar mit dir. Es ist vorbei. Alles, was ich hatte. Okay, bis dann. Ich liebe dich. Und, was hat sie gesagt? Willst du das wirklich wissen? Ja, ja. Okay. Erst hat sie gemeint, dass wir nicht ernsthaft geglaubt haben, dass Olli uns jetzt die Füße küsst, nachdem wir dafür, danke, gesorgt haben, dass das No Limits geschlossen wird. Und dann hat sie gemeint, dass wir gefälligst weiterhin überlegen sollen, wie wir Olli helfen können. Vielleicht müssen wir ihm einfach ein bisschen Zeit mit dem Gedanken lassen. Ja, aber wenn wir ihm zu viel Zeit geben, dann schnappt sich jemand anders den Laden. Ich check einfach nicht, wie sich Olli so eine Chance auch entgehen lassen kann. Klar hängen da Erinnerungen an Christian dran, aber die hat er auch doch anderswo. Vielleicht müssen wir ihm auf die Sprünge helfen. Und wie? Naja, wir haben ihn doch ganz schön überrumpelt vorhin. Vielleicht sollten wir ihm das Ganze ein bisschen subtiler beibringen. Subtil, das ist auch genau dein Ding, ja? Ja, klar. Und ich habe auch schon eine Idee, wie. Und wie? Erzähle ich dir nachher. Du checkst erstmal, ob Charlie Bock hat, den finanziellen Teil zu übernehmen, okay? Okay. Und ich sehe zu, dass Olli wieder Bock auf Gastro kriegt. Ali! Was ist denn du hier? Nach sieht's denn aus? Ich wusste nicht, dass das eine Laufstrecke ist. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt läufst. Bleibt mir anderes übrig, als wo ich nicht boxen kann. Hey, sorry. Wir wollten dich vorhin echt nicht überrumpeln oder so. Egal. Naja, Was? Gibt's Probleme? Hat sich der Vermieter auf eure Zusage verlassen? nö, alles okay. Wir haben uns da was überlegt. Was denn? Ach was, ich will dich damit nicht langweilen. Jetzt sag schon. Wir machen es. Was? Na, den Laden übernehmen. Andi und ich. Ihr beide. Das ist eine einmalige Chance.
Also ich würde mir das an eurer Stelle noch mal überlegen. Wieso? Wir haben ein geiles Konzept und wir wollen. Das reicht aber nicht, um eine Bar aufzumachen. Ich habe mein ganzes Leben in Bars verbracht. Ich weiß, wie das geht. Sascha als Gast. Mann, so schwer kann das doch nicht sein. Du glaubst nicht, dass wir das können. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Jetzt sag erst mal, wie ihr euch das überhaupt vorgestellt habt. Jetzt sag schon, du blödes Vieh. Ihr glaubt echt, dass das funktioniert? Schon. Ich wäre ständig in so einer Bar, wenn es eine gäbe. Oh, naja. Du findest die Idee nicht so gut. Na komm, sag schon. Du bist der Einzige von uns, der eine Ahnung hat, was Gastro angeht. Also wenn ihr wirklich so eine Mischung aus Kneipe und Club aufmachen wollt, da braucht ihr Sondergenehmigung. Das ist nicht ganz ohne. Und wo kriegt man die her? Und jetzt wollt ihr euer schlechtes Gewissen beruhigen, indem ihr für Olli eine neue Perspektive sucht. Ja, schließlich ist es ja auch unsere Schuld, dass er seinen Job verloren hat. Oh, John, 2 Kaffee. Und dann hat ihn ja auch noch die Trennung mit Christian so aus der Bahn geworfen. Naja, das kannst du laut sagen. Bin gar nicht sicher, ob er schon bereit ist für eine neue Aufgabe. Aber ist doch immer noch alles besser, als nichts zu tun. Und dieser Laden, der wartet nur darauf, dass jemand was draus macht. Das Einzige, was fehlt, ist halt nur... Das Startkapital. Charlie, ich würde Olli das Geld sofort geben, aber ich hab's nicht. Und Olli hat ja meinetwegen schon das Haus verkaufen müssen, das weißt du ja. Hast du dir überlegt, dass ich in Ollis neuen Laden investiere? Nein, also... Danke. Nur wenn du willst. Spinnst du? Natürlich will ich. Die Frage ist einfach, ob ich es kann. Gerade ziemlich viel in dieses Dessous-Projekt investiert und jetzt fehlt mir der Spielraum, den wir womöglich bräuchten. Ja, aber dafür findet sich doch bestimmt eine Lösung. Und Olli braucht ja auch nicht gleich auf einen Schlag das ganze Kapital. Er braucht es ja nur für ein paar Monate, bis der Laden läuft. Und du kennst Olli. Bei dem läuft das dann auch. Das war ganz schön hart. Ja, aber wenn ihr wirklich auf ein Zielpublikum setzt, das erst frei saufen will und dann das Mobiliar auseinander nimmt, dann könnt ihr gleich danach die Eröffnung wieder dicht machen. Spaßbremse. Du wolltest auch meine Einschätzung haben. Tut's weh? Ja, ein bisschen. Aber was können wir machen, damit wir erfolgreich sind? Na komm, sag's schon. Du hast selber gar keinen Plan, was? Doch, habe ich schon. Ja, wo bleibst du? Los! Na komm, sag's schon. Okay. Also das Wichtigste ist erst, bei dem Betrieb schmal zu halten in den ersten Monaten, damit man die Kosten im Blick behält. Also, Kleinanfang. Ganz genau. Später kann man dann gerne ein bisschen spezieller werden, wenn man weiß, man kriegt die Kosten wieder rein, man hat sich etabliert. Macht Sinn. Ganz speziell bei dem Laden, da würde ich jetzt auf Frühstück setzen, vielleicht noch Sandwiches. Das hält die Arbeit überschaubar. Die Karte kann man später dann noch vergrößern. Ist perfekt. Was ist denn das blöde Gegrinse? Nichts, ich finde die Idee gut. Warum? Ja, weil es eine gute Idee ist. Ja, aber doch nicht für jemanden, der eigentlich einen sexy Stripclub aufmachen will. Ich mag beide Ideen. Das war so ein Scheißtrick. Wovon redest du? Andi und du, ihr hattet nie vor, einen Club aufzumachen. Das war einfach nur eine blöde Nummer, um mich auf diese Idee anzufixen. Und das hat funktioniert, oder? Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt's. Sorry. Eine Cola, bitte. Hallo, Olli. Na, wie geht's? Das willst du gar nicht wissen. So schlimm? Schlimmer. Hast du mit Christian noch mal gesprochen? Wieso, was sollte das bringen? Charlie, ich bin okay mit der Entscheidung. Es dauert nur ein bisschen, bis man sich nicht mehr fühlt wie... Ist egal. Sich nicht mehr so fühlt wie ein Fremder in seinem eigenen Leben? Trifft das Ganze ganz gut. Ich habe versucht, mich mit Joggen abzulenken. Ja, Bewegung ist gut. Und, hat's was gebracht? Am Anfang schon, bis Sascha aufgetaucht ist und versucht hat, mir das alte No Limits aufzuquatschen. Wie lange dauert denn die Cola? Lässt John in Ruhe. Ja, das wird dann zum gleichen Zeitpunkt gewesen sein, als Andi bei mir war und Geld für die Neueröffnung eintreiben wollte. Konzertierte Aktion. Wie, jetzt machen die noch zusätzlich Druck?
danke. Die meinen es gut. Ich habe Ihnen aber ganz deutlich gesagt, dass ich das nicht machen will. Wie deutlich muss ich bitte noch werden, dass Sie mich in Ruhe lassen? Ja, vielleicht bist du im Moment in einer Extremsituation, in der manchmal andere besser wissen, was man braucht. Was machst du da? Ich versuche hier Arnos Gedenkplakette unterzubringen. Als Grundstein für Ollis Zukunft sozusagen. Und Charlie wird ihn mit Kohle unterstützen. Weißt du, was das heißt? Wir können sofort loslegen, Alter. Können wir nicht. Ich habe alles versucht, aber Olli will nicht. Das hast du ja echt toll hingekriegt. Hey, ich habe mich richtig ins Zeugs gelegt. Habe ihm gesagt, dass wir den Laden übernehmen. Und da wurde er echt neugierig und ich hatte ihn so kurz davor. Und dann? Hat er rausgekriegt, was ich vorhabe und wurde sauer. Super, so viel zum Thema subtil. War ja klar, dass du das wieder versaust. Was ist los mit dir? Wenn du immer noch sauer auf mich bist wegen dieser Hehlerware, dann hau mir endlich eine rein, ist die Sache vorbei. Geht leider nicht, habe ich Bella versprochen. Dann hör auf, mir ständig die Schuld zu geben. Du bist nicht unschuldig, du wusstest genau, worauf du dich einlässt. Ach, Quatsch, ich wollte bei deinen krummen Geschäften nie mitmachen. Ach ja? Und trotzdem hast du dich überreden lassen, weil du genauso geil auf die Kohle bist wie ich. Und trotzdem wären wir jetzt nicht in dieser bescheuerten Situation, wenn du nicht mit dieser Idee um die Ecke gekommen wärst, Mann. Ich hab's verkackt. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll ohne Christian. Es ist, als würde man mir den Boden unterm Füßen wegziehen. Ja, und das No Limits hat dich immer geerdet, in all den Krisen der letzten Jahre. Ich sehe schon, für dich ist es keine Krise, für dich ist es das Ende, oder? Olli, ich will nichts schönreden. Ich bin selbst sehr traurig, dass Christian und du nicht mehr zusammenfindet. Aber das Leben geht weiter, so oder so. Und vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, mit etwas weiterzumachen, was dir all die Jahre so viel bedeutet hat. Deine Ehe mit Christian mag gescheitert sein, aber dein Leben ist es noch lange nicht. Wäre ja echt zu schön gewesen, hätte es eine Neueröffnung gegeben. Aber soll halt nicht sein. Da kann man nichts machen. Moment mal. Wollt ihr etwa schon aufgeben? In der Gastrobranche, da braucht man Durchhaltevermögen. So. Und jetzt gucken wir mal. Wäre doch zu perfekt, wenn wir etwas zum Anstoßen finden würden. Anstoßen? Ja. Ich habe mir gedacht, geh auf euren verrückten Vorschlag ein und probier's mit dem Laden hier. Ja, ihr müsst aber gar nicht denken, dass damit alles wieder okay ist. Ich werde euch bei jeder Gelegenheit unter die Nase reiben, dass ich wegen genau euch meinen alten Job verloren habe. Euer schlechtes Gewissen und sämtliche Dienste, die ihr mir anbietet, schamlos ausnutzen. Kannst du gerne machen. Ich helfe dir gerne. Ich auch. Danke. Und danke, dass ihr nicht locker gelassen habt. Kannst dich bei Sascha bedanken, das war seine Idee. Ohne Andi hätte ich es auch nicht geschafft. Er hat mit deiner Tante geredet. Und die hat mir ordentlich den Kopf gewaschen. Euer Plan ist aufgegangen. Ich werde alles machen, dass der Laden funktioniert. Danke, Mann.